und herzlich willkommen auf Veras Blockflöten-Kanal. Heute geht es um ein Problem, das viele von euch haben, nämlich ein ungewolltes Vibrato, nicht das richtige Vibrato, sondern eine Art Zittern in eurem Blockflötenton. Was das ist und wie ihr das vielleicht bekämpfen könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Ein Zuschauer hat mir geschrieben: Danke Frau Petri für Ihren YouTube-Kanal. Ich suche schon lange nach Tipps gegen ungewolltes Dauertremolo, in Klammern zu starkes Vibrato. Finde bislang in Büchern oder bei YouTube kaum etwas dazu. Selbst Sarah Jeffrey, Team Recorder, bespricht es nur versteckt und ganz kurz. Und auch auf ihrem Kanal kann ich bislang nichts dazu finden. Also erstmal vielen Dank für diesen super Vorschlag für ein Video. Ich möchte mal in Frage stellen, was der liebe Zuschauer hier geschrieben hat, nämlich, dass man auf meinem Kanal bislang dazu nichts finden kann und auch bei meiner Kollegin Sarah. Und das hat damit zu tun, dass beim Blockflötenspiel eins mit dem anderen zusammenhängt und das Vibrato, ob es nun das Richtige ist, aus dem Zwerchfell gestützt oder ein ungewolltes Tremolo, so wie unser Zuschauer das nennt, das hat ganz viel damit zu tun, wie ihr euren Atem führt, wie ihr ein- und ausatmet, wie ihr eure Töne gestaltet. Und dazu gibt es natürlich sehr viele Videos. Erstmal schauen wir, was ist denn überhaupt ein ungewolltes Tremolo oder auch Vibrato? Was ist das falsche Vibrato und wie geht das Vibrato richtig? Also richtig wird das Vibrato auf der Blockflöte eigentlich gespielt, indem ihr aus eurem Bauch heraus, aus dem Zwerchfell atmet mit einer guten Atemstütze und dann die Töne, die ihr spielt und mit Vibrato verseht, lauter und leiser blast in sehr schneller Folge, und zwar aus eurem Bauch heraus, aus den Tiefen der Lunge sozusagen. Und das Vibrato wird normalerweise beim Blockflötenspiel, wenn wir alte Musik spielen, also Barockmusik zum Beispiel, nicht auf jeden Ton angewendet. Nun gibt es viele Spieler, Blockflötenspieler, die ein Dauervibrato haben. Das heißt, man hört während des Spiels die ganze Zeit ein Zittern im Ton. Das ist erstmal von den Komponisten der Barockzeit nicht so gedacht gewesen, dazu erkläre ich euch gleich noch mehr. Aber vor allem machen viele von euch das ja nicht absichtlich, sondern euer Ton zittert einfach und ihr bekommt das nicht weg. Wodurch kann das kommen, dass ihr ein ungewolltes Dauerzittern, Vibrieren, Tremolo in eurem Ton habt? Das kann so grundsätzlich durch 3 verschiedene Sachen kommen, würde ich mal sagen. Eine Ursache könnte sein, dass ihr gar keine Atemstütze habt und euer Ton sehr, sehr schwach ist und es euch schwerfällt, jeden einzelnen Ton überhaupt hörbar zu blasen. In dem Fall ist also eure gesamte Atemführung so schwach, dass der Ton quasi zittern muss. Eine zweite Ursache könnte sein, dass ihr mit einer Atemstütze zu spielen versucht, dass ihr auch wisst, wie eine Atemstütze geht, dass ihr aber versehentlich Muskeln im Brustbereich anspannt, die zu extremer Verspannung führen, aber nicht eure Atemstütze unterstützen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das handelt davon, ob ihr platzt vor Luft. Das ist nämlich dann dieses Gefühl, dass man ja eingeatmet hat und trotzdem nicht genug Luft hat beim Spielen und gleichzeitig das Gefühl, dass man gleich platzen könnte, weil man irgendwie doch auch zu viel Luft hat. Das hat zu tun mit dieser Spannung im vorderen Körperbereich hier in der Mitte
Und das kann auch zu einem gepressten Spiel führen, was dann so ein Vibrato hervorruft. Und auch hier ist es ja kein gezielt eingesetztes Vibrato, bewusst, sondern es entsteht als Nebeneffekt sozusagen. Und das wollen wir natürlich nicht. Die dritte und, glaube ich, wirklich am häufigsten vorkommende Ursache ist das sogenannte Kehlkopf-Vibrato. Das bedeutet, dass bei eurem Spiel, das vielleicht auch gut gestützt ist, vom Zwerchfell her, trotzdem euer Kehlkopf bei den Tönen mit vibriert. Auch da bekommt ihr so ein Dauerzittern in den Ton. Vor allem, wenn ihr Sänger seid, vielleicht sogar professionelle Sänger oder auf jeden Fall gewöhnt seid, mit Vibrato zu singen, dann kann es gut sein, dass ihr auch einen Kehlkopf beim Vibrato beteiligen wollt. Das ist aber bei der Blockflöte nicht gut. Bei der Blockflöte muss das Vibrato rein aus dem Zwerchfell kommen und darf sich beim Kehlkopf nichts bewegen. Wie gesagt, ich erkläre gleich, warum wir nicht bei jedem Ton oder sogar nur bei sehr wenigen Tönen beim Blockflötenspiel ein Vibrato haben wollen. Und viele Sänger singen ja auch mit einem permanenten Vibrato drin. Und da handelt es sich um Bewegungen des Kehlkopfs, die wir verhindern wollen. Wie ihr das macht, erkläre ich euch auch noch gleich. Jetzt wollen wir erstmal schauen, wieso ist es nicht so gut, nicht so schön, in Barockmusik zumindest oder in Frühbarockmusik oder auch Renaissancemusik die ganze Zeit mit Vibrato zu spielen. Sonst könnte ich ja sagen, ist mir doch egal, bei mir vibriert der Kehlkopf mit. Ich mache das einfach so. Die Komponisten der Barockzeit des 17. und 18. Jahrhunderts haben das Vibrato als Zittern oder Bebung beschrieben zum Beispiel, wobei das Zittern jetzt bitte nicht verwechselt werden darf mit dem Zittern des Kehlkopfes, sondern damit meinten sie wirklich das Vibrato, das Geiger oder andere Saiteninstrumentenspieler auf den Saiten fabrizieren, so wie wir das auch kennen, oder bei der Blockflöte eben dieses Zitternde rauf und runter. Und in der Barockzeit war es so, dass das nur ganz gezielt als Verzierung auf einzelnen Tönen eingesetzt wurde. Und dass das Klangideal eher ein gerader, störungsfreier Ton war sozusagen. Während wenn ihr euch moderne Geiger anhört oder sagen wir mal Querflöten, moderne Querflöten, die spielen ja eigentlich die ganze Zeit mit einem Vibrato drin. Dann ist das völlig anders. Natürlich, wenn ich jetzt moderne Stücke spiele auf der Blockflöte, kann ich, wenn das gewünscht ist, auch mit Dauervibrato spielen. Aber wir sprechen jetzt hier über Komponisten wie Telemann, Händel, Bach. Da ist das nicht so gedacht. Und jetzt werde ich euch mal zitieren, was Komponisten aus der Zeit gesagt haben über das Vibrato. Zum Beispiel Johann Joachim Quanz, der Flötenlehrer Friedrichs des Großen, der schreibt: Man muss die Bebung nicht immer, sondern nur zuweilen und das auch nur auf den längeren und wichtigsten Noten gebrauchen. Weiter schreibt er, sie dient, also die Bebung, dient, um einen Ton zu beleben, wenn er sonst zu eintönig klingen würde, oder um das Affektvolle auszudrücken. Also das Affektvolle, das ist das Gefühlvolle in bestimmten einzelnen Tönen, die besonders wichtig sind, besonders lange dauern. Johann Mattheson, auch ein Komponist und Musiktheoretiker der Barockzeit, hat beschrieben, wie Sänger das Vibrato anwenden. Sänger wohlgemerkt. Er schreibt, es gibt ein Zitterndes der Stimme oder der Kehle, welches durch öftere Stöße gleichsam den Ton beben macht. Es wird aber nur zum Ausdruck besonderer Empfindungen gebraucht und nicht beständig. Dann, schon ziemlich spät, Leopold Mozart, also spät, da ist die Barockzeit schon gen Ende, schreibt in seiner Violinschule, man höre nur die schlechten Spieler, welche auf jeder Note zittern, als ob sie das Fieber hätten. Das ist ein Missbrauch des Vibrato. Und dann hätten wir noch Carl Philipp Emanuel Bach, den wohl bekanntesten Sohn von Johann Sebastian Bach. Ein zitternder Ton, in Klammern Bebung,
kann auf der Flöte, auf der Violine und auf der Stimme gemacht werden, wenn man auf einem Tone einen zitternden Nachdruck gibt. Auf einem Tone wohlgemerkt. So, ich glaube, das waren genug Zitate, um euch das glaubhaft zu machen, dass man wirklich das Vibrato nicht ständig einsetzt. Das Vibrato ist also eine Verzierung und keine Dauererscheinung, wenn wir barocke Stücke spielen. Es kann also auch sein, dass ihr das Vibrato richtig gut beherrscht. Wie es wirklich geht, das zeige ich euch auch gleich. Aber dass ihr es einfach zu häufig einsetzt. Ein Vibrato, wenn es wirklich auf der Blockflöte richtig gemacht ist, kommt aus der Zwerchfellstütze heraus, aus der Lunge, also aus dem, sagen wir mal, dem Bauch, ja, also dass ihr so tief eingeatmet habt, dass ihr von hier unten, vom Zwerchfell aus, eure Luft steuern könnt. Und dann ist es im Grunde ein sehr schnelles Rauf und Runter des Tones in der Lautstärke. Das übt man erstmal immer ganz langsam und wird dann beim Üben langsam schneller. Im Grunde ist das also nichts anderes als laut, leise, allerdings wirklich vom Bauch aus gesteuert. So, aber wie könnt ihr jetzt euer lästiges Dauertremolo, Vibrato, Zittern, was auch immer loswerden, das eben automatisch entsteht auf jedem eurer Töne? Erster Schritt ist wie immer der wichtigste, euch bewusst werden. Erstmal hinhören, ob ihr das überhaupt macht. Oft merkt man es nämlich gar nicht. Also erstmal hinhören, vielleicht sich mal aufnehmen und dann alle Fehler und alles andere ausblenden, sondern wirklich nur drauf hören, mache ich da ein Zittern im Ton, wackelt da irgendwas, was ich eigentlich da nicht haben wollte. Es kann auch helfen, wenn ihr euch nicht aufnehmen wollt, dass ihr mal vorm Spiegel übt. Und dann wäre mein allererster Tipp, dass ihr mal ganz gerade freie Töne probiert, ohne irgendein Vibrato. Und da gibt es die simpelste Übung überhaupt, die ist die allerbeste Übung, um einen schönen Ton zu entwickeln, der schön gerade ist, nämlich das Töne tragen, dass ihr ganz langsam durch euer Zimmer schreitet mit einem Ton, der dann nicht wackeln soll. Und das Gehen dabei ist sehr hilfreich, weil man dann nicht krampfhaft versucht, den Ton zu blasen und gerade zu halten, weil dann fängt man erst recht an, sich zu verkrampfen. Dann kommt entweder ein Tremolo hier aus der Brust oder aus dem Kehlkopf, sondern dass ihr geht ganz entspannt und versucht nur drauf zu hören, ist der Ton gerade wie ein Laserstrahl und wie so eine gerade Linie. Wenn ihr eure Atemstütze schon am Trainieren seid und schon wisst, wie es geht oder es wenigstens manchmal gut klappt, dann könnt ihr nochmal darauf achten, dass ihr ein kleines Stückchen spielt und eure Atemstütze, die schon da ist, ganz locker einsetzt, dass ihr nicht gleich versucht, ein ganzes Stück ohne Tremolo zu spielen, sondern mal ein paar Töne und dabei locker bleibt. Bewusst darauf achtet, dass das von hier ganz tief unten gesteuert wird und ihr hier vorne nichts verkrampft. Dann können wir natürlich entgegenwirken gegen euer Tremolo, wenn wir das echte Vibrato üben. Ich habe es ja schon vorhin gesagt, das ist eigentlich nur ein sehr laut, sehr leise im schnellen Wechsel. Und da fangt doch einfach mal an, diese Bögen sozusagen ganz langsam mal zu üben. Es kann gut sein, wenn ihr dann die Frequenz steigert, wenn ihr schneller das Vibrato spielen wollt, dass ihr dann ins Kehlkopf-Vibrato verfallt und denkt, das ist jetzt das echte. Also hier immer wieder kontrollieren, ob das wirklich aus dem Bauch raus gesteuert ist. Ich empfehle euch auch, um gegen das lästige, ungewollte Vibrato vorzugehen, dass ihr euch entspannt. Wie gesagt, es ist ganz viel, hat es mit Anspannung zu tun, entweder im Hals oder im Brustbereich. Einfach zwischendurch wirklich mal dehnen und sich bewusst entspannen. Das klingt so banal, aber das macht man meistens nicht. Dann könnt ihr mal versuchen, beim Tönespielen eure Hand an den Kehlkopf zu legen, so ganz locker und zu fühlen, ob sich da was bewegt.
Es kann aber auch schon helfen, dadurch, dass ihr die Hand da dran legt, dass ihr euch viel mehr bewusst seid. Okay, hier in diesem Bereich, hier am Hals, will ich entspannt bleiben. Da will ich nichts machen. Das ist nämlich der Punkt. Wenn man hier ein Vibrieren hat, dann macht man hier irgendwas, wenn man das will. Man will blasen und also hier einfach nichts machen. Blockflöte spielen hat ganz viel zu tun mit passiv sein. Viel mehr als machen wollen. Ihr könnt euren Kopf auch mal langsam probieren zu drehen und dabei störungsfreie Töne zu spielen. Und wenn ihr ganz virtuos seid, dann geht ihr durchs Zimmer und dreht den Kopf und habt die Hand hier. Das will ich jetzt aber nicht verantworten. Höchstens ihr habt einen Teppich drunter, falls die Blockflöte runterfällt. Auf jeden Fall heißt das Mantra für diese ganze Geschichte entspannt bleiben und nur da Spannung haben, wo sie sein soll, nämlich im Zwerchfellbereich. Und wenn ihr überhaupt nicht wisst, wo ist denn das Zwerchfell genau, wie kann ich das denn spüren, dann könnt ihr mal lokalisieren, wo das ist. Wir können jetzt nicht die ganze Zwerchfellatmung hier üben, aber ihr könnt zumindest mal spüren, wo ihr irgendeine Spannung haben solltet und wo das Vibrato in echt gemacht wird, indem ihr einfach mal so ein paar Laute von euch gebt. Also ihr könnt zum Beispiel mal sagen, k, k, k. Dann spürt ihr ganz tief im Körper solche Rucke, solche Erschütterungen. Oder ihr sagt t, t, t. Oder ihr hustet mal. Ja, wenn man hustet, ist es auch tief im Körper. Oder hecheln wie ein Hund. Das kann man natürlich auch falsch machen, aber wenn ich ein ganz entspannter Hund bin, dann hechele ich ganz tief. Also dieses ungewollte Vibrieren hat damit zu tun, dass ich hier oben was verkrampfe oder auch zu hoch atme. Also dass ich beim Einatmen auch schon zum Beispiel so mache und dann spiele und dann bin ich hier verkrampft. Was da auch sehr hilft, ist zum Beispiel mal Atemübungen im Liegen zu machen und wirklich so tief wie möglich in euren Bauch einzuatmen und dann zu spielen. Solche Übungen und die systematische Einstudierung der Atemstütze sind in meinem Video-Online-Kurs Blockflöte Next Level inbegriffen. Den habt ihr ja immer, den könnt ihr euch immer wieder anschauen und die Übungen mitmachen. Und ich möchte hier nochmal sagen, viele haben so ein bisschen Ehrfurcht, weil das Blockflöte Next Level heißt. Es ist aber absolut nicht für mega fortgeschrittene Spieler nur gedacht, wobei an der Atemstütze üben wir alle täglich. Also die Atemstütze ist eigentlich die Grundlage, dass ihr das ungewünschte Tremolo wegbekommt und eure entspannte Haltung insgesamt beim Blockflötenspiel. Ich meine damit nicht nur die Körperhaltung, sondern auch die innerliche Haltung. Ich bin mal gespannt, ob viele von euch das Problem haben. Ich schätze mal ja, weil es mir schon oft bei Schülern begegnet ist. Schreibt doch mal in die Kommentare, was eure Erfahrungen sind. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich auf euch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin!